Hallo, heute ist Sonntag, der 22. März 2020. Nachdem wir nun in den letzten beiden Videos jede Menge Geschichten und Erfahrungen von detransitionierenden Personen gesehen und gehört haben, möchte ich mal wieder rüberkommen und nun endlich mal den Dialog zwischen der Trans- und der Detrans-Community in den Vordergrund stellen. Da habe ich eine ganze Weile rumüberlegt, wie ich das am besten anstellen soll, weil eigentlich gibt es wieder zu viel zu sagen, weshalb das heute auch wieder nur der erste Teil sein wird. Fürs Erste möchte ich mich heute wieder zurückbegeben in die Perspektive eines Transmenschen, eines bestimmten Transmenschen, um genau zu sein, nämlich mir selbst. Ich möchte euch mal erklären, warum ich selber anfangs Angst vor dem Thema hatte, welches Bild ich von Detransmenschen hatte und wie sich mein Blick auf sie und vielleicht auch auf mich selbst geändert hat nach der Recherche. Vielleicht gibt es ja einige Menschen, die ganz ähnlich denken und vielleicht gelingt es mir ja, euch zu zeigen, was ich gesehen und erkannt habe und vielleicht ändert ihr dadurch auch ein bisschen eure eigene Perspektive. Also, bevor ich mit der Recherche angefangen habe, bin ich davon ausgegangen, dass sich die Welt in zwei verschiedene Hemisphären zerteilt. Einmal diejenigen, die tatsächlich und ganz ehrlich trans sind und diejenigen, die es halt nicht sind. Die Letzteren dachten halt nur, sie wären trans, haben inzwischen aber ihren Irrtum erkannt und kehren halt wieder um. Und diese Transpersonen sind auch ausnahmslos alle zutiefst darüber betrübt, dass sie transitioniert sind und würden, wenn sie einen Wunsch frei hätten, alles wieder so haben wie vorher. Und sie sind davon überzeugt, dass es allen Transmenschen so gehen wird wie ihnen und deswegen noch jede Menge Transpersonen da draußen sind, die weiterhin in ihr Verderben rennen und noch weiter transitionieren. Die müssen natürlich gerettet werden und deswegen wird ohne Unterlass das traurige Lied vom Untergang gesungen, um möglichst viele Menschen umzustimmen. Gut, das war jetzt sehr scherenschnittartig und überspitzt dargestellt, aber vom Prinzip her war mein Bild jedenfalls binär und ich hatte vor der anderen Seite Angst, weil ich dachte, die wollen mich nur davon überzeugen, dass ich auf der falschen Seite stehe. Und wenn die damit fertig sind, dann fühle ich mich ganz schlecht und bin wieder genauso unsicher und zweifle wie am Anfang meiner Transition. Zweifel sind und waren ja schon immer mein ewiger Begleiter. Ich habe eine ganze Playlist mit dem Thema gefüllt. Also falls ihr gerade nichts zu tun habt, könnt ihr euch das gerne mal reinziehen. Und ich habe so die Vermutung, ihr habt alle gerade nicht so viel zu tun. Naja, egal. Ein Coronavirus-Witz pro Video ist genehmigt. Also ja, als ich mit meiner Transition angefangen habe, da hatte ich ganz viele Zweifel, ob ich nun trans sähe oder nicht. Und wie so viele andere Transpersonen habe ich in meine Vergangenheit geschaut und nach Indizien gesucht, die dafür sprachen, dass ich es eigentlich schon immer gewesen sei. Und als ich welche gefunden hatte, da war ich ganz froh, weil es sagte mir, dass ich auf der richtigen Spur war. Selbst meine Hormontherapie habe ich sehr vorsichtig und in ständigem Argwohn begonnen. Erst als ich dann Monate später immer noch glücklich mit meiner Entscheidung war, da fiel langsam die Anspannung und der Zweifel so ein Stück weit von mir ab. Fast so, als müsste man eine gewisse Transitionsstrecke zurücklegen und wenn man die zurückgelegt hat und immer noch glücklich war mit der Entscheidung, dann war das der Beweis, dass man trans ist. Und diesen Beweis, dachte ich zumindest, den hätte ich nun nach fast 4 Jahren Hormontherapie und Operationen und sowas erbracht. Ich dachte, dass ich fertig sei. Warum ich euch das gerade alles erzähle? Naja, weil sich mein Blick auf all diese Dinge geändert hat. Fangen wir mal ganz vorne an mit diesem binären Weltbild, dieses Unterteilen in wir und die, als ob es zwischen uns keine Gemeinsamkeiten geben würde. Oh doch, die gibt es. I had your typical tomboy thing going on a lot. When I was a kid, I was like a tomboy kid. I wasn't like, I don't think I was like genuinely masculine, but I was just kind of neutral. I was like, whatever, I'm gonna play in the dirt. I'm gonna fucking file some sticks on this like concrete thing on the ground to make pencils. That was my favorite goddamn thing to do. Going through puberty, like my body was changing. I was like, I fucking hate this shit. I hated my boobs. I hated my thighs, my hips. Everything. That I wanted so badly to be a man. I just wanted to be male. I wanted to have been born male, to have been raised male, to just be male. When I came out as trans, I was so 110% convinced that I would never ever detransition or ever regret transitioning or think transitioning was a mistake. I was so sure of myself. Klingt das nicht auch wahnsinnig vertraut und bekannt in euren Ohren? Ich meine, so oder so ähnlich klingt doch der glaubwürdige Lebenslauf der meisten transmaskulinen Menschen.
als Kind schon irgendwie so Wildfang gewesen und nie richtig ins Klischee gepasst und dann die große Körperablehnung spätestens mit Beginn der Pubertät. Und als ob das noch nicht genug wäre, die meisten Personen in den Clips, die ich so gesehen habe, die haben sich sogar anfangs mit den Veränderungen der Transition richtig zufrieden gezeigt und die haben das auch eine ganze Weile durchgezogen. One of the worst parts about being a gender freak is that you know other people are going to be hostile to you sometimes, but you don't know when or exactly how it's going to come at you. No wonder then that passing unambiguously as a man felt like such a relief. My body could relax. I could put less time and energy into worrying about dealing with assholes and more into activities that brought me joy and fulfillment. This was the first time in my adult life where I'd felt that kind of basic security, so of course it felt good and right. I never had surgeries myself, but I was on hormones for 7 years. Well, it's been about almost 5 years. I know several people who transitioned and for 1 year, 2 years, 5 years, they were very, very happy. It was like the perfect thing for them. And then there was a crash and things changed and they were depressed and dysphoric again and realized that this had not fixed their problems. So you could actually be watching somebody on YouTube who will eventually detransition. Aus irgendeinem Grund fühle ich mich von der letzten Aussage angesprochen. Aber ich meine, hier haben wir es. Sie haben genauso wie ich gedacht am Anfang, hey, mal gucken, ob das was für mich ist. Und etwas später, hey, das ist wirklich gut, lass das mal weitermachen. Bis irgendwann der Moment kam, dass sie festgestellt haben, stopp, hier stimmt irgendetwas nicht, ich muss aufhören. Und bis dieser Moment kommt, halt, stopp, ich muss rumdrehen, das war ein Irrtum, kann sehr viel Zeit ins Land gehen. Jahre, vielleicht Jahrzehnte. Im schlimmsten Falle. Versteht ihr, ich habe die ganze Zeit gedacht, nachdem ich nun so lange schon in Transition bin und ich glücklich mit allem bin und so weiter, war das endlich der Beweis, dass es bei mir kein Irrtum war, dass ich wirklich trans bin und dass die Zweifel nun endlich mal begraben werden können. Nein, kann ich nicht. Das ist vielleicht die unheimlichste Erkenntnis aus meiner Recherche bisher. Wenn ich mich jetzt herumdrehe, dann stehe ich immer noch genauso nah am Abgrund wie in dem Moment, als ich losgelaufen bin. Aber hier kommt nun auch endlich mal etwas Positives ins Spiel, nämlich das, was ich gerade als Abgrund bezeichnet habe. Das ist gar nicht immer so furchteinflößend und so abgrundtief. Ich meine, ja klar gibt es auch Menschen, die ihre Transition ehrlich bereuen und die zutiefst unglücklich sind. Aber daneben gibt es eben auch noch so viel mehr Varianz. Hast du dich denn wie eine Frau gefühlt oder wie ein chirurgisch modifizierter Mann? Letzteres würde ich sagen. Ein modifizierter Mann, ein Irrtum. Im Prinzip habe ich meinen Psychiater angelogen. I'm trying very hard right now not to feel regret about transitioning. But then on the other side, I've got people saying, well, you were never trans to begin with. Like, if you were really trans, you would have, you know, been made better by transition. Things would have made you happier. And I'm not sure I agree with that either, because a lot of my transition did make me happy. There are a lot of things I don't regret. Like, surely there's some things that would be easier, you know, like my voice could be higher and it would be easier. But I didn't like the way it sounded, and I like the way it sounds now for myself. I don't regret my time on T at all. It's been about almost 5 years. I am a naturally sort of more androgynous person. I do like the deeper voice and a bit of the face structure changes. I would like people to stop insisting that I understand my transition as a thing I regret, because I don't. I don't regret that I did it. I just decided to stop, you know? It's like selling a car because you moved to the city. I already feel ambivalent about the changes I've made through taking testosterone. I like a lot of permanent changes I've gotten from taking T, such as being able to grow a beard now, but I can't say for sure that I would have even considered changing my body in another society, one with a much broader understanding of what women can be. That's, again, just a very unique part of my experience, and I love my experience. And there's beauty in that. There's empowerment in being myself. So I am a woman who has had the unique experience of starting testosterone and having bottom surgery and having top surgery and having facial hair. And these experiences are unique to my womanhood. If only my judgment would matter, then it wouldn't matter.
Die letzten beiden Clips fand ich schön, irgendwie. Aber da sieht man es halt. Zwischen Transitionieren und froh drum und Detransitionieren und voller Reue gibt es halt noch wahnsinnig viele Zwischentöne. Wie so oft eigentlich. Was für eine Ironie, dass ausgerechnet ich, der in Geschlechterfragen ansonsten das Kontinuum nur so hochleben lässt, so ein binäres Weltbild hatte. Aber so ist das eben. Wenn man sich mit einem Thema nicht beschäftigt, dann hat man meistens auch nur ein sehr vereinfachtes Bild von der Thematik im Kopf. Das trifft übrigens auch auf die Unterstellung zu, dass wir uns vor den Detrans-Menschen in Acht nehmen müssten, weil die uns alle nicht leiden könnten. Also ja, natürlich gibt es auch die, und ich erspare euch jetzt mal die wirklich krassen Zitate, aber so der Standard, den man meistens so hört, ist der Vorwurf, es handle sich bei der Trans-Community um einen intoleranten Kult, der die Realität verweigert. Meistens wird das Ganze noch garniert mit irgendwelchen Verschwörungstheorien und der eigene Nichterfolg mit der Transition wird einfach mal so pauschal allen transitionierenden Menschen unterstellt. Ja, das ist natürlich gruselig. Aber zwischen Transsein und Transverabscheuen gibt es eben auch noch so viel mehr Zwischenräume. So yeah, we make the trans community look bad because we were sold a lie and followed the path that the lie set out for us, and it didn't work. That's us making them look bad because we're pointing out the flaws in their ideology and the flaws in their medicine. I don't really believe in like gender. I just believe in biological sex, you know, and then I believe people can do whatever they want. Yeah. You know, I get called a TERF for that, but whatever, I'm used to it. It's fine. I'm not saying that trans people do not exist, like some people say, but I think that the solution to be happy with our body is to be the more accepting as possible. The other thing you're not going to hear me say is don't do it. You know, I don't know you. I don't have any say in what you choose to do with your body. I can't know what's in your head. I can't know what's going to turn out to be best for you. Well, I don't want to speak as though I come from any place of authority on who is trans and who is not, because that's none of my business. That's not my role. It wouldn't be appropriate. I know from telling my story to others that people are totally capable of listening to and accepting my story and simultaneously respecting and accepting trans people. I'd love there to be more research done, I can say that, but like not at the expense of, and I will notice if I am looking for, if you're gonna say shitty things about trans people, then you're not really my ally. And you don't really understand what it is that I want. Und jetzt noch zuletzt ein wichtiger Punkt an alle Transpersonen, die vielleicht auch Angst haben, sich mit dem Detrans-Universum zu beschäftigen. Mal eine interessante Beobachtung, die ich gemacht habe. Es ist gar nicht so, dass nur wir Angst vor ihnen haben. Ganz oft haben sie auch Angst vor uns und unserem Urteil. Hier schreibt zum Beispiel eine Person auf Reddit, dass sie mehr Angst vor ihrem Coming-out als Nicht-Trans hat, als sie Angst vor ihrem Trans-Coming-out hatte. Ihr Freundeskreis besteht nämlich aus Transmenschen und als mal eine von ihrem Bekanntenkreis detransitioniert ist, da wurde sie über Monate hinweg als Mannsweib bezeichnet. Alter. I viewed it as like a betrayal almost. And then there was one friend of mine online who transitioned and then detransitioned, and I viewed it as triggering, so I just blocked her. And that I also struggle with feeling like a traitor to my former community for calling my exclusive attraction to bio-females, which excludes trans women, but includes trans men, lesbian, and what that says about my character. Like I wasn't ready to stand on my own feet, as I still beg for validation from my former community, which as a whole doesn't respect me anymore. I mean, sometimes people will say, you know, you're a liar, you're a fake, you're not really a detransitioner, you're just pretending to be. Also halten wir nochmal fest. Fast alle meine Annahmen, die ich über die Da war ein Fehler drin. Fast alle Annahmen, die ich über die Detrans-Community hatte, sind in sich zusammengefallen. Sie ist uns gegenüber nicht grundsätzlich ablehnend eingestellt oder feindselig. Sie ist auch nicht grundsätzlich immer voller Reue und Bitterkeit. Sie ist einfach generell nicht schwarz-weiß. Aber das ist die Trans-Community auch nicht. Und das führt mich zu der finalen Frage, die mich umtrieb, seitdem ich mit der Recherche angefangen habe, nämlich, was unterscheidet uns dann eigentlich, wenn wir doch so viel gemeinsam haben? And I think a lot of people see this, you know, see detransition women talking about this, and they think, well, you know, that's not why I want to transition. You know, I have dysphoria, that's different. Well, I mean, I don't think a lot of
I don't think most of us thought we were transitioning for those reasons either. I certainly didn't. Ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, was ihr so für eine Antwort auf diese Frage gefunden habt. Meine Antwort auf die Frage lautet jedenfalls, unsere Entscheidung ist der Unterschied. Ja, und das war jetzt sehr unbefriedigend und es hinterlässt auch so ein mulmiges Gefühl, weil auf einmal ist die D-Trans-Community nicht mehr so weit weg, mit einem sicheren Abstand, sondern ich befinde mich eigentlich mittendrin in der D-Trans-Welt und ich muss eigentlich nur mal den Kopf in eine andere Richtung drehen und schon bewege ich mich in D-Trans-Richtung. Also ich kann mich halt nicht länger darauf ausruhen, dass ich transitioniere, weil ich ja trans bin und das ist nun mal die einzige Behandlungsmöglichkeit, die es da gibt, weil das dachten die D-Trans-Leute auch. Und sie haben inzwischen einfach etwas gefunden, was besser für sie funktioniert. Betonung liegt auf für sie. Und meinen Weg, die Transition, die gehe ich hingegen weiter, weil es in meinen Augen der beste Weg für mich ist. Diese Entscheidung und Verantwortung kann mir nichts und niemand abnehmen. Und ich weiß, das klingt erstmal bedrohlich, aber irgendwie ist es auch konsequent, denn es erinnert mich daran, dass dies nun mal mein Leben ist und ich dafür auch die Zügel in die Hand nehmen muss. Und wenn ich mir so die D-Trans-Community anschaue, die bei genauerer Betrachtung genauso bunt und variantenreich ist wie die Welt, in der ich mich jetzt gerade aufhalte, dann kann ich auch feststellen, egal wie es weitergeht, falls ich feststelle, dass ich mich geirrt habe, dann ist das halt auch kein Weltuntergang, sondern es ist einfach nur ein weiteres spannendes Kapitel. Also nur Mut, würde ich sagen. Wir irren uns alle irgendwie vorwärts, nur in welche Richtung vorwärts liegt. Das müssen wir halt selber rausfinden. Also, aufbauende Grüße, euer Kater Schnuff. Will mir bitte jemand das mal erklären? Niemand kann's dir sagen.